Frau Professor Meier, wir sind sehr dankbar, dass wir heute bei Ihnen zum Gespräch sein dürfen sozusagen. Es geht inhaltlich so ein Stück weit um die Einstimmung auf den 30. August, Stichwort Laternenfest, Tanz sich fit, Demenzprävention, Kontext Gehirn. Was Sie, glaube nicht nur von Herrn Düssel, sondern generell auch, glaube von vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen im Wissenschaftsbetrieb, im Forschungsbetrieb unterscheidet, ist, dass Sie sehr lange vorneweg sozusagen, ich sage jetzt mal, im Beruf, den Sie später dann auch wissenschaftlich und aus Sicht der Forschung angegangen sind, sozusagen 13 Jahre, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sozusagen, also in der Pflege tätig waren. Und dann ist es wirklich so ein Stück weit auch Neugierde. Wo kommt das dann her zu sagen, nach so 10, 12, 13 Jahren zu sagen: „Ne, ich bleibe im Themenfeld, aber ich wechsle sozusagen die berufliche Perspektive noch mal relativ komplett?“ Und was ist dann der Vorteil und vielleicht auch manchmal der Nachteil, wenn man so lange berufspraktische Erfahrung dann in so 'n anderes Berufsfeld, eben Wissenschaft und Forschung mitnimmt und mitbringt? Gut, zwischen Berufspraxis, der Tätigkeit als Krankenschwester in der ambulanten und Mhm. stationären Pflege, sowohl akut als auch eben Langzeitpflege, lag ja erst mal mein Studium. Mhm. Und da war jetzt kein originärer Plan, als ich das Studium Ah, angefangen habe, dass ich okay, hier in der Wissenschaft lande. okay. Ich habe Lehramt studiert, Ja. Lehramt Oberstufe berufliche Mhm. Schulen, Ja, Germanistik und ja, Gesundheit ja. und hatte eigentlich gar keinen Plan, was mich aus mir Okay. machen wollte. Also, auch meine Mhm. Ausbildung, da bin ich auch eher zufällig zur Ja, Krankenpflege gekommen. okay. Das war nicht geplant. Ja, Es war alles hat sich so ergeben. Ich habe ja. Möglichkeiten Okay. wahrgenommen und es hat Mhm. sich aus einem hat sich Ja, das andere ergeben. okay. Und es ist natürlich sehr, sehr hilfreich, berufspraktisch tätig Mhm. gewesen zu sein. Und ich meine, ich habe auch jetzt noch sehr enge Kontakte Ja. in die berufliche Praxis durch ehemalige Mhm. Mitschülerinnen, beispielsweise Freundinnen, Mhm. die weiterhin in der Pflege Ja, tätig sind. Auch am Wochenende bin ich auch sogenannte informelle Pflegende für eine Angehörige. ja. Und das heißt, ich bin immer noch sehr dicht dran. Und Mhm. außerdem sind wir ja sowieso sehr eng an der Pflegepraxis. Also die Pflegewissenschaft macht ja nur Sinn, wenn sie auch Fragen für die Pflegepraxis Ja. Mhm. beantwortet oder Dinge grundsätzlich Ja. aufarbeitet. Das heißt, wir sind eine praxisorientierte, handlungsorientierte Wissenschaft. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich sehr vorteilhaft, da gearbeitet zu haben als Krankenschwester. Allerdings, die Berufspraktiker stellen immer Frage: „Wann waren Sie denn das letzte Mal in der Praxis?“ Ja, Und in der Tat ist das ja schon lange her. ja. Meine Tätigkeit bin ja 1998 Ja, praktisch aus der ja. praktischen Pflege Mhm. ausgestiegen. Mhm. Hat sich da sehr viel sozusagen jetzt wirklich auch aus der jetzigen Perspektive, und Sie haben ja gesagt, Sie haben noch durchaus intensive Kontakte in den Bereich, in diesen berufspraktischen Mhm. Bereich hinein. Hat sich da viel verändert? Oh ja, und nicht alles Was? zum Schlechten, auch Ja, vieles zum ne, Guten, ja. aber auch der Umgang mit Ressourcen hat sich sehr geändert. Ich bin immer wieder verwundert, wenn ich jetzt mit meiner Mutter im Krankenhaus Mhm. bin, stelle ich ja natürlich auch sehr genaue Beobachtungen an, habe vielleicht auch einen anderen Blick auf die Ja. Dinge. Das fängt ja an, dass es keine Nierenschalen mehr gibt, also, sondern Plastikspuckbeutel Stimmt. Mhm. und Ja, alle ja. solchen Veränderungen. Das heißt, wenn ich jetzt in die Praxis gehen würde, müsste ich auch tatsächlich mich erst mal mit 'ner Einarbeitungsphase Mhm. auseinandersetzen, ne? Mhm. Und natürlich die Befugnisse, die Pflegende haben, das Ja. hat ja auch der Gesetzgeber da, Mhm. den Bereich Ja, ja. erweitert. Also, das sind ja auch große Errungenschaften, die wir in den letzten Jahren verzeichnen konnten. Zumindest, sage ich mal, wenn das wirklich anlaufen sollte mit Mhm. Kompetenzerweiterung, sogenanntes Advanced Nurse Ja, Practitioner ja, Modell oder ja, so ja. Community Health Mhm. Nursing. Wir haben Bachelorstudiengänge. Das heißt, als ich studiert habe, konnte man ja Pflege noch gar nicht studieren. Mhm. Deswegen habe ich das Lehramt gewählt Ah, mit okay. Gesundheits und Ja, ja, Pflegebezug, aber es gab jetzt keine pflegewissenschaftlichen ja, Studiengänge, als ich begonnen habe. Die entstanden tatsächlich erst ja. später. An unserem Standort hier besteht ja dieser Studiengang schon seit den 90er Mhm. Jahren, schon auch zu DDR-Zeiten Genau, da im gibt's ja 'ne Übrigen, Tradition zu ja. DDR-Zeiten, Und genau. Institutsgründung dann vor 25, Ja, 26, 27 ja, Jahren. ja. Und, das hat also eine sehr lange Tradition, ist eins Mhm. der ersten Ja, Institute. Wittenherdecke ist mhm. vergleichbar langbeständig. Die feiern jetzt auch ihr Ja, 25-jähriges Jubiläum. ja. Und sind Sie denn in diesen 12, 13 Jahren beruflicher Tätigkeit dann mit diesem Thema Demenz, Alzheimer-Erkrankung wahrscheinlich auch schon konfrontiert gewesen sein? Auf jeden Fall im Krankenhaus und auch in der ambulanten Pflege Mhm. und stand oft vor Fragestellungen, wo ich das Gefühl hatte: „Hier brauche ich eigentlich 'n Team, mit dem ich diesen ethischen Sachverhalt erörtern kann.“ Da gab's Gewaltepisoden in der Häuslichkeit. Mhm.
Wir konnten Symptome nicht einordnen. Wir hatten in der Ausbildung das Krankheitsbild Ja, Demenz und seine Symptome und Erscheinungsformen ja, eigentlich nur ganz oberflächlich behandelt. Also, es hat sich wirklich sehr viel ja, getan in den ja, letzten Jahren ja, auf im Hinblick auf Kenntnisvermittlung mhm, Vermittlung und ja, Bewusstseinserweiterung ja. in der Ausbildung und auch, zivilgesellschaftlich. Ja, ja. 2,6% der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt sind sozusagen von Demenzerkrankungen betroffen. Es ist aufgrund der Demografie etwas mehr als im Bundesschnitt mit Mhm. 2,1%. Was hat sich da wirklich so in den letzten Jahren verändert in der Wahrnehmung, in der Perspektive? Man könnte ja auch, sage ich mal, etwas salopp drastisch die Schultern und zucken und sagen: „Das sind so etwas mehr als 2 Menschen pro 100 Personen. Warum bedürfen diese Gruppe von Menschen und diese Form der Erkrankung, die sie mitbringen und die ja dann über kurz oder lang auch immer in die Pflegebedürftigkeit führt, warum brauchen die diesen besonderen Fokus im Vergleich zu anderen Erkrankungen?“ Na, es stellen sich ja unheimlich viele Fragen beim Früheinsetzen Demenz beispielsweise der Arbeitsfähigkeit, Mhm. die ob ich weiterhin ein Fahrzeug lenken Ja. darf beispielsweise. Gesellschaft ist damit konfrontiert bei Veranstaltungen, wenn dann von der, sage ich mal, Norm Ja. abweichendes Verhalten Ja. gezeigt ist. Dann bei der Pflegebedürftigkeit sind meist die Familien mit Mhm. eingebunden, Familiensysteme, Ja. wobei der Familienbegriff ja ganz weit sein kann. Das ist nicht nur Mhm. Tochter oder Ehefrau oder Ehemann, sondern möglicherweise auch Bekannte und Mhm. Ehrenamt ist Ja. involviert. Das heißt, da ist ein ganz großer Bewältigungsmechanismus in Gang gesetzt. Und es gibt viele Fragen: Wie kann ich mich verhalten? Wie kann ich Übermedikation vermeiden? Sind psychotrop wirksame Medikamente beispielsweise in einer gewissen Phase sinnvoll? Wie kann ich mit Gewalt, Mhm. Ausbrüchen umgehen? Wie kann ich mit wenn Essen und Trinken abgelehnt wird oder irgendwann die Phase einer vielleicht des inneren Mhm. Rückzugs eintritt oder so? Ja. Wie soll ich als Angehöriger damit umgehen? Das heißt, Mhm. Mhm. Informationsbedarfe und, wir haben ja bei uns die Landeskompetenzstelle Ja. Demenz, die Ja. genau auch diese Ja. Fragen aufnimmt, Informationsplattform sein will und einen Landesdemenzplan Ja. Ja. implementiert, Ja. der auf einem nationalen Ja. Plan Genau. basiert, Ja, von ne? der nationale ist, wenn ich's Moment, 2021, ne, wenn Ja, ich richtig vorher gab es schon eine 2020, genau. Allianz, die sich Ja. bemüht Ja. hat, auch Strukturen und Strategien in Gang zu Mhm. im Analogie Ja. übrigens zu anderen europäischen Ja. Ländern, die auch nationale Demenzpläne haben, Ja. ne? Ja. Also, es ist schon eine besonders außergewöhnliche, Mhm. Mhm. herausfordernde Erkrankung oder Erscheinung oder ein Merkmal von Personen, wo wir alle in den nächsten Jahren uns entsprechend vorbereiten müssen. Es gibt die gute Botschaft. Es gibt vermutlich, das zeigen einige Analysen aus den USA und auch aus Nordeuropa, sind die Mhm. Neuerkrankungsraten Mhm. rückläufig, obwohl natürlich die absoluten Zahlen zunehmend sind, weil mit höherer Lebenserwartung auch ein höheres Risiko, eine Ja. Demenz zu entwickeln, Ja. ne? Ja. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren noch mit sehr viel mehr Menschen mit Mhm. Demenz konfrontiert sein, aber insgesamt gesehen gibt es schon den Public Health Trend Ja. auch zu sinkenden Mhm. Neuerkrankungsraten. Und das finde ich schon mal eine gute Botschaft und ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass Public Health Maßnahmen hier auch greifen, Okay. zum Beispiel Rauchkontrolle, Ja. Tabakkontrolle Ja. und dergleichen mehr. Ja. Wenn wir jetzt bei diesen 2,6 oder 2,1 Personen sozusagen pro 100 Menschen bleiben, lässt sich 'ne ähnliche Zahl finden für sozusagen An und Zugehörige, die sozusagen dann in diesem pflegerischen, fürsorgerischen Umfeld tätig sind? Mhm. Also, das ist ja sehr abhängig von der wie ich lebe, in welcher Mhm. Konstellation ich lebe. Wenn ich keine Angehörigen in Sachsen-Anhalt habe, dann bin ich ja voll auf professionelle Mhm. Unterstützung Ja. angebunden. Dann kommt vielleicht der Pflegedienst zweimal am Tag vorbei, Mhm. bis dann vielleicht zu Hause die Sicherheit nicht mehr garantiert ist und Mhm. dann meistens ein Umzug in ein Pflegeheim Ja. oder in vielleicht auch eine andere Struktur, die für Menschen mit Demenz vorgehalten wird. Wobei wir hier noch nicht so wahnsinnige Vielfalt haben, also Pflegehöfe oder Ja. Green Caring oder Ja. Ja. Demenzdörfer oder so. Das sind alles keine Sachen, die in Deutschland bisher etabliert sind, nicht in Sachsen-Anhalt und auch nicht Ja. darüber hinaus, wohl aber in den Niederlanden. Ja. Das heißt, meistens ist die Frage zu Hause: „Geht das noch oder muss es ins Heim gehen, ins Ja. Pflegeheim?“ Und das ist natürlich inzwischen sehr kostenintensiv geworden. Mhm.
Und es ist ja auch jetzt nicht der Jungbrunnen, das Pflegeheim. Das Ne. heißt, da wird, mit geringen Mitteln, die zur Verfügung stehen, weil sehr viele Mittel in Investitionen und Mhm. Instandhaltung und Aufrechterhaltung und Ja. Personal fließen, wird dann versucht, irgendwie Mhm. das Beste draus zu machen, sage Ja. ich mal. Mhm. Ist ja doch auch 'n großer Schritt zu sagen, jetzt, je nachdem auch, wie lange es zu Hause möglich ist, 'ne Betreuung, 'ne Versorgung, 'ne Pflege aufrechtzuerhalten und dann direkt ins Pflegeheim. Also, Mhm. Das ist 'ne richtige, sage ich mal, Disruption, ja, das ist ja, wie so 'n ja, Vulkanausbruch. Das ja. heißt, von 'nem bekannten häuslichen Umfeld, Mhm. wo vielleicht auch Orientierung noch Ja, möglich war, in ja, völlig andere 4 Wände, ja. mit einem in einer Einrichtung leben, die 'n Mhm. striktes und strenges Tagesrhythmus Ja, lebt und wo andere bestimmen über meinen Ablauf und ja. meine Gewohnheiten, Mhm. auch wenn sich alle Mühe geben, auch biografische Ja, Aspekte zu ja, aber es ist berücksichtigen, ist es nicht das eigene Zuhause, ja, wo vielleicht auch mal nachmittags erst die Grundpflege begonnen ja, wird oder ja, länger geschlafen ja. wird oder anders gegessen oder Mhm. Ja. andere Freunde vorbeikommen können oder das ist nicht zu Hause. Wie groß ist denn sozusagen sowohl von den Ressourcen, insbesondere Finanzen, aber auch von der Bereitschaft des jetzigen Pflegesystems sozusagen auf, ich nenne das jetzt mal Zwischenformen, wie zum Beispiel Pflegehöfe oder auch Wohngruppen oder so quasi umzustellen und das als Zwischenschritt oder vielleicht perspektivisch auch als das eigentliche Mhm. mögliche Ziel für die Pflege Ja, also, anzustreben? politisch ist das schon sehr gewollt Mhm. und wird auch immer wieder betont und auch von Sachverständigen, wie zum Beispiel Sachverständigenrat zur Beobachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen oder nicht Beobachtung, Beurteilung. Mhm. Da wird, ja empfohlen, neue Wohnkonzepte besser Mhm. zu Ja, sondieren und zu implementieren und zu ja. fördern. Also, das ist schon sehr gewünscht. Mhm. Die tatsächliche Umsetzung ist meines Erachtens sehr zögerlich, Ja. gerade so innovative Ideen wie Pflegehöfe. Mhm. Ja. Da gibt es in Deutschland bisher noch keinen, ja. Ein Mhm. erstes Vorhaben im Landkreis Uelzen Mhm. an der Grenze Ja, ja, Sachsen-Anhalt ja, sozusagen, ja. Ist bislang nicht in Gang gekommen, ja. okay. Seit Jahren wird da sondiert. 'N Ja, Handbuch ist ja, inzwischen, okay. wie es Ja. initiiert werden kann, erschienen, aber die, Realisierung leider noch nicht. Das wäre natürlich 'n super Mhm. Konzept. Auf der anderen Seite müssen wir auch berücksichtigen, dass hier natürlich auch gewisse Ja. Setzungen geben muss, also Mhm. qualifiziertes Mhm. Personal, sichere Ja, Lebensbedingungen, ja, Barrierefreiheit und ja, dergleichen. Also, es ja. kann jetzt nicht 'n alten Hof mit niedrigen Decken und Ne, schlechter Isolation ja. und, schlechten Bedingungen und altem Badezimmer und Mhm. so Ja, bereitstellen, sondern muss schon auch den Komfort und den Standard natürlich herstellen, ne? ja. Mhm. Und gut, dann gibt es natürlich Pflegeanbieter, die auch für Menschen mit Demenz kleine Mhm. Wohngemeinschaften anbieten, Ja, betreiben, ja. ja, Also, entweder von ambulanten Diensten oder von der ja, stationären Langzeitpflege organisiert. Es gibt auch ja. selbstorganisierte Modelle, Mhm. wobei wir da auch in unserer Beratung häufig Mhm. hören, dass es unheimlich aufwendig Schwierig, ne? ist und Bürokratisch. schwierig, das zu organisieren, weil die Angehörigen Ja, müssen sich um alles kümmern. ja, Und ich meine, meistens sind die Angehörigen ja auch schon etwas fortgeschrittenen Alters. ja. Also, da ist vielleicht noch 'n bisschen Unterstützungsmöglichkeit, ja, Mhm. also, so dass die Prozesse besser in Gang Ja. kommen. Aber grade eben, wenn man so Beispiele Dänemark oder Niederlande, ich sage mal salopp schulterzuckend, da geht's doch auch. Also, Mhm. schnell ist man ja auch dabei, das Stichwort Bürokratie zu zitieren. Würde das überhaupt zutreffen oder Ja, mit denken dem wir einfach noch nicht so weit, wie auch Bürokratie, immer? also, sicherlich was Zulassung, Sicherheit, das hat immer alles 'n Pro und Contra. Mhm. Also, wenn wir bürokratische Hürden haben, haben wir auch Sicherheitsmechanismen. Ja, Und dieser Schrei immer nach, Reduktion der Dokumentation, ja, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite muss auch dokumentiert werden, um Leistungen zu belegen, ja? Und um Übergabe zu ja, ermöglichen zwischen Personen und ja. Berufsgruppen, Mhm. ja? Das heißt, das ist häufig sehr simplifiziert, immer: Mhm. „Wir müssen Bürokratie Ja, ja. abbauen und Mhm. Dokumentationslast abbauen.“ Also, Vorsicht dabei, Mhm. ne? Mhm. Unter Corona-Pandemie-Bedingungen hat man Mhm. Dokumentationspflichten ausgesetzt. Okay. Das kann man heute nichts darüber sagen, wie es den Menschen ging während der Mhm. Zeit in Mhm. Pflegeheimen Mhm. beispielsweise. Ja, das heißt, das hat alles Pro und Contra. Und in Dänemark ist 'n ganz anderes
Mhm. steuerfinanziertes System, Mhm. ja? Da lassen sich sicherlich auch Dinge einfacher Mhm. Modelle einfacher Ja. implementieren. Außerdem besteht auch in den skandinavischen Ländern eher die Bereitschaft, auch Modelle wissenschaftlich zu Mhm. evaluieren und nach wissenschaftlicher Evaluation ins Dann System auch. zu bringen. Mhm. Also, die Niederlande ist da geradezu 'n Labor, ja, Mhm. wo wir alle uns immer erstaunt die Augen Ja. reiben, was alles Was geht und auch ja. gefördert wird Mhm. und, ja auch an höchster Stelle Mhm. unterstützt wird, zum Ja. Beispiel vom Königshaus, ja? Mhm. Also, die Universität Maastricht, mit der wir engen Kontakt haben, die haben so tolle Mhm. Demenzprojekte gefördert bekommen und auch diesen Ja. Transfer von Ja. Wissenschaft in die Praxis Mhm. und umgekehrt, nennt sich neudeutsch Living Lab, ja, Mhm. implementiert. Ja. Unter der Flagge des Königs, sozusagen, mit ständiger Förderung ausgestattet. Also, das sind herrliche Bedingungen, von denen wir nur träumen können. Hier ist doch die Forschungsförderung sehr punktuell und sehr zerklüftet und man reckt sich nach dem, was gerade ausgeschrieben ist und möglich ist. Ja. Und, so 'ne richtige Kultur, Modelle für die Pflege auch systematisch zu beforschen und dann zu entscheiden, Mhm. ob sie zum Nutzen Ja. gereichen, Ja. die gibt es eigentlich so nicht. Da wird viel Aktivismus entfaltet, aber weniger Dann wirklich systematisches systematisch. wissenschaftliches Vorgehen. Kann man, sage ich mal, demenzbedingte Pflegebedürftigkeit eigentlich verzögern, vermindern, quasi herauszögern, bis man in die Pflegebedürftigkeit kommt? Gut, das wäre dann keine Ja. Primärprävention, die ja das Mhm. Einsetzen der Demenz vermeidet Ja. und vorbeugt, Mhm. sondern die unerwünschte Wirkung Mhm. abmildert, Ja. beispielsweise Stürze, Brüche Ja. oder Mhm. Übermedikation mit, psychotrop wirksamen Medikamenten oder die Menschen davor bewahrt, mit mechanischen Fixierungen versehen zu werden. Mhm. Das sind alles Themen, an denen wir übrigens Mhm. arbeiten, Mhm. die mich seit 25 Jahren begleiten sozusagen in dem Dunstkreis Hochaltrigkeit und Mhm. oft eben einhergehend Ja. mit Demenz, ja? Also, natürlich ist da ganz viel möglich und 'ne liebevolle Umgebung und 'ne einfühlsame Pflege und Ja. Begleitung und Mhm. Teilhabe Ja. und möglichst Erhalt von Funktionsfähigkeit. Mhm. Auch verloren gegangene Funktionen Mhm. können häufig wiederhergestellt werden. Okay. Haben Sie da 'n Beispiel? Ja, wir haben jetzt 'n Projekt auch dazu. Mhm. Das ist ein europäisches Projekt, Mhm. das sogenannte Reablement-Konzept, Okay. wo Dinge, die eigentlich Mhm. lustig geglaubt Mhm. sind, Ja. wieder trainiert werden mit Mhm. Ergo, Logotherapie, Ja. Physiotherapie, Anleitung, Begleitung Mhm. und das sind vielleicht ganz einfache Sachen wie den Knopf zu machen Mhm. oder so oder die Schuhbänder zu schnüren, ja? Mhm. Wo rucki Pflege: „Ach, lassen Sie mal, ich mache das mal Mhm. eben schnell“, ja? Na ja. Aber dieses Ermuntern, auch Mhm. wieder Ja. selbsttätig zu sein, Dinge, Funktionsfähigkeiten Ja. wieder selbst auszuführen, das steckt in diesem Mhm. Reablement-Ansatz, ja? Das wird leider zu wenig gefördert, weil bei uns wird ja eigentlich die Abhängigkeit belobigt mit Ja, Geld, eben. ja? Ja. Und nicht Ja. die Ja. Wiederherstellung von, Selbstständigkeit, ne? Aber Ja. es gibt sehr, sehr viel Literatur. Unsere Ja. eigenen Studien weisen darauf hin, dass sich sehr wohl auch die Pflegeziele bei Demenz eben Abwendung von zusätzlichem Mhm. Schaden, Abwendung, Vermeidung von respektloser Mhm. Behandlung, Ja. würdevolle Begleitung, biografieorientiert, Ja. Ja. Alltagsfreude, Teilhabe herstellen Ja. kann. Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die für uns vordergründig, sind, weil in der Pflege natürlich hat Pflege auch einen präventiven Auftrag, Mhm. jedenfalls international, in Deutschland weniger. Aber, die Pflege in Deutschland setzt eigentlich an den Befund der Pflegebedürftigkeit und Mhm. des Pflegebedarfes an, ja? Und dann ist natürlich kommt's sehr darauf an, wie ich die Situation, die Pflege gestalte, begleite. Dann kann ich auch ein gutes Leben mit Demenz Mhm. führen, noch Ja. über eine längere Zeit. Ja. Ja. Was ist denn aus Ihrer Sicht sowohl wissenschaftlich als auch aus dieser berufspraktischen Erfahrung? Was beugt am besten einer Demenz vor, beziehungsweise wenn man die Disposition dafür hat, was zögert sie am längsten hinaus? Ja, das, lässt sich eben überhaupt nicht Gar nicht. trivial beantworten. Also, es gibt da ja sehr unterschiedliche Haltungen und die Lancet Standing Commission zur Demenzprävention hat ja 14 Risikofaktoren Mhm. definiert, kürzlich noch mal aktualisiert, noch mal 2 Mhm. hinzugefügt und behauptet, wenn man die Risikofaktoren adressiert, kann man bis zu 40% der Mhm. Demenzfälle reduzieren. Mhm. Nun
muss dazu gesagt werden, dass das ja alles epidemiologische Studien sind. Das sind keine experimentellen Studien, wo ich diesen Risikofaktor behandle und dann geguckt Mhm. habe, ob im Vergleich Ob zum das dann Placebo wirklich ja, ja. beispielsweise, 'ne Mhm. geringere Anzahl von Menschen an Demenz Ja. erkrankt, ja? Das heißt, das sind Modellierungen basierend auf Mhm. theoretischen Vorannahmen, ob diese Effekte Mhm. sich tatsächlich, wenn die Risikofaktoren es Mhm. gelänge, sie zu adressieren, ob die sich dann auf der Bevölkerungsebene wirklich so zeigen. Das ist Spekulation, ja? Okay. Und es ist, auf jeden Fall so, dass all diese Risikofaktoren oder mehrheitlich, muss ich sagen, mehrheitlich zielen die auf Mhm. verhaltenspräventive Maßnahmen. Es gibt aber wirkmächtige Verhältnisaspekte, die auch einen Einfluss auf die Ausbildung einer Demenz haben. Das sind insbesondere sozioökonomische Unterschiede, sozioökonomische Ungleichheit, fehlende Bildungschancen, fehlende Bildung, niedrigere Einkommensmöglichkeiten, die ein Mhm. höheres Risiko von Demenz provozieren. Das ist auch in der Weltliteratur zu finden, wird Mhm. häufig nicht mitkommuniziert. Mhm. Und die Verhältnisse zu adressieren und zu ändern, ist natürlich ungleich schwieriger, als Verhaltenshinweise zu geben. Zu sagen: „Ja, Sie müssen Ihre Ernährung umstellen oder das Rauchen einstellen“, alles richtig und gut. Und das wird sicherlich auch in irgendeiner Art und Mhm. Weise einen Effekt Ja. haben auf die, Mhm. Neuerkrankungsrate der Demenzen, wenn wir konsequenter die Mhm. Risikofaktoren Ja. adressieren. Das gilt aber nicht nur für Demenz, das gilt für andere Okay. chronische Erkrankungen auch, Mhm. Ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja. ja, Mhm. Herzinsuffizienz und so Mhm. weiter und so fort, Mhm. Krebserkrankungen, ja. Das heißt, das Vermeiden von einem Übermaß schädlicher Einflüsse Mhm. ist selbstverständlich ein erstrebenswertes Mhm. Ziel. Aber zu suggerieren, dass Demenz 'ne Mhm. Lebensstilentscheidung Mhm. ist, das wird diesem komplexen Sachverhalt nicht gerecht. Ja. Und es ist auch ein Schlag ins Gesicht für die Mhm. Menschen, die erkrankt sind, Ja. obwohl sie all Dann diese genau, ja. Risikofaktoren Also, nicht ja, ja, aufweisen. Und ja, die gibt es natürlich. ja, Gab vor Kurzem 'n sehr schönen Aufsatz dazu in Nature, wo eine internationale Expertin genau gesagt hat: „Wenn meine Patienten mich fragen: ‚Aber ich habe doch nie geraucht ja, und Blutfettwerte sind auch ja, in Ordnung und ja, ich habe Sport gemacht ja. und ich habe kein Übermaß von Alkohol, Mhm. ich habe keinen Diabetes Mhm. und 'n Hörgerät trage ich auch Ja. und mein Visus habe ich auch Mhm. korri warum bin ich an Demenz erkrankt?“ Ja, ja. Insofern warne ich davor, das auch zu Mhm. überindividualisieren, Ja. weil das wird der Mhm. Komplexität wirklich nicht Ja, gerecht, ja, ja? Demenz ist ja 'n Prozess, der sich über ja, Jahrzehnte ja. ausbildet, ja? Und auch die Behauptung irgendwie, dann passen wir das Hörgerät an, das ist Mhm. demenzpräventiv. Möglicherweise ist es ja ganz anders. Dazu gibt es auch Spekulationen, dass das zwar ein Risikoindikator ist, Mhm. ja, aber nicht die Ursache, weil nämlich der frühe Verlust von Ja. Informationsverarbeitungsmöglichkeiten vielleicht dazu führt, dass die Das Person, die Umfeld. Demenz Mhm. entwickelt, ein Hörgerät nicht tragen möchte, Ja. ja, oder kann Mhm. und damit gar nicht irgendwann mal umgehen kann. Dann das heißt, dieser Zusammenhang, ja, ist was ist die Henne, was ist das Was ist Ei? das Ei? Das Genau. ist Ja. unklar, ja? Und deswegen ist es leider sehr simpel, auf diese 14 Ja. Risikofaktoren abzustellen und alles andere, was eigentlich auch in Verantwortung von Staaten und Mhm. Systemen ist, zum Beispiel die Luftverschmutzung zu Ja. reduzieren, die möglicherweise 'n maximalen Einfluss auch hat auf die Demenzprävention beziehungsweise auf die Entwicklung von Demenzen. Und natürlich das Mandat, und das gilt für alle chronischen Erkrankungen, die sozialen Ungleichheiten abzubauen. Mhm. Es gilt auch für Diabetes im Ja. Übrigen, ja? Ja. Das heißt, die Komplexität bringt uns hier an eine Grenze, dass wir mit einfachen Aussagen hier punkten können. Mhm. Und wenn Sie ja Tanzen ansprechen, ja, warum sollen Menschen mit Demenz nicht tanzen? Natürlich müssen die tanzen Ja. und auch Musik hören. Mhm. Das ist ein menschliches Ja. Bedürfnis. Wer sein Leben getanzt hat, soll bitte auch mit Demenz Mhm. tanzen. Und jemand, der Tanzmuffel war, werde ich auch in der Mhm. Demenz nicht zum Tanz bringen. Nicht zum Und Tanzen. Tanzen hat eben Ja. einen unheimlichen Vorteil. Es ist ein soziales Ja. Miteinander. Ich lausche der Musik, ich Ja. interpretiere, ich erinnere Schritte, Mhm. Schrittfolgen, die ich automatisch mir angeeignet Mhm. habe. Ich bin in Näheverhältnissen, ich muss Rücksicht nehmen. Also, das ist ein wunderbares Instrument oder ein wunderbares Möglichkeit irgendwie
genau diese Ja. Aspekte, die nämlich im Vordergrund stehen bei Demenz, Mhm. Funktionsfähigkeit Mhm. erhalten und Teilhabe Ja, ermöglichen, dem entgegenkommen, ja. ne? Tanzen Sie selber auch? Ich tanze eigentlich sehr gerne, Ja, aber ich ja, habe keine Gelegenheit dazu. ja. Wenn man jetzt nicht tanzen kann oder auch einfach keine Ader dafür hat, gibt es 'ne vergleichbare sozusagen Form von Mobilität, die auch so viele verschiedene Aspekte wie dieses Tanzen miteinander verbindet? Also, wirklich vom sozialen Kontakt eben bis zur körperlichen Bewegung. Na ja gut, Gruppenübungen in Gruppen Ja, beispielsweise, ne, mhm. bieten sich ja auch an. Das sind ja auch, wenn Menschen mit Demenz in einer Einrichtung leben, werden Ja, ja auch solche Angebote mhm. unterbreitet, Ja, ne? ja. Sei es nur, leichte Übungen im Sitzen Mhm. beispielsweise oder ja, Bälle, Umgang Ja, mit Bällen, ja, ja. Feinmotorik noch mal Mhm, trainieren und sensibilisieren, ne? mhm. Also, Bewegung ist in jedem Fall richtig und gut und, hilft ja auch, die Lunge zu entfalten und gut Mhm. lüften die Lunge und aufrechten Gangpositionen Ja, einzunehmen. Also, es ist auf jeden Fall förderungswert. mhm, Das ob es nun wirklich im Einzelnen einen großen Effekt auf die mhm, Demenzprävention hat, mhm. das weiß ich nicht, Ja, aber das ist auch gar nicht die Frage. Es ist ja, ein erstrebenswertes Ziel, Mobilität zu fördern. ja. Was hat Sie denn bewogen, für den 30. August zuzusagen? Die der persönliche Kontakt zu der Einladenden. Ah, okay, gut. Und natürlich, weil das Thema Demenz bei uns Ja, auch eben sehr präsent ist und okay. wir durch die Landeskompetenzstelle und Ja, insofern ist es auch gut, dass wir da vertreten sind und es mhm, ist auch gut, nicht nur über Primärprävention zu sprechen, mhm. obwohl das Thema ist, In dem Fall aber ja, ich genau. möchte betonen, dass es auch sehr viel Präventionspotenzial gibt nach 'ner Mhm, Diagnose, mhm. ja? Ja, Und da wird häufig eben nicht drüber gesprochen und da haben wir gute Ansätze und die mhm, müssen aber auch konsequent umgesetzt werden. ja, Zum Beispiel haben wir ja auch hier 'n Rollenmodell entwickelt einer Fallmanagerin, mhm, Neudeutsch Case Management, Dementia Care Nurses, ja, die wir im Übrigen auch noch als Fortbildung anbieten. Die hatten wir auch mhm, in einem Modellprojekt evaluiert und das kam unheimlich gut an. Die zielgerichtete, ja, individuell ja, zugeschnittenes Beratungsangebot ja, mit Hinweisen, welche sozialrechtlichen Ansprüche umgesetzt mhm, werden kann, in welche Strukturen ich gehen kann. Wir bieten hier auch mhm, im Übrigen Selbsthilfegruppen ja, an. Das ist ja, auch ein sehr, sehr wertvoller Austausch. Also für mhm, Frühbetroffene und für mhm, Familienangehörige 2 separate Gruppen, ja, ja? Und wir haben ein umfangreiches Informationsangebot, sowohl schriftlich als auch mündlich, beratend, schulend, Sensibilisierungsstrategien für alle gesellschaftlichen mhm. Gruppen, Formen, Berufsgruppen. Also, das insofern denke ich, haben wir da auch unseren Platz auf der Ja, Veranstaltung. das genau. Für wie wichtig aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Perspektive Pflegewissenschaften wie wichtig sind Daten im Kontext Demenzprävention? Wir orientieren uns ja an klinischen Ja, Erscheinungsbildern und ja, an Symptomen und versuchen, Funktionsbeeinträchtigungen auszugleichen und die Biomarker spielen ja. da keine Rolle. Das ist das eine. Und natürlich ist es gut, einen Überblick zu haben Mhm. über die Anzahl der Ja, Menschen mit Demenz und ihre Bedarfe und ja, Bedürfnisse mhm. und auch über was steht denn da im Ja, Hintergrund? Wer steht ja, denn zur ja. Verfügung, das Hilfesystem zu Mhm, organisieren? Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist natürlich eine lückenlose Erfassung sehr mhm. wünschenswert. Auf Ja, der anderen Seite, es darf niemand verpflichtet werden, sich einer Demenzdiagnostik zu mhm, unterziehen. Also, das geht zu weit, ja. Es gibt mhm. auch das Recht, ohne Diagnose Ja, eine Demenz zu entwickeln, ja. Das ist eben so in unserem ja, Land. Das müssen wir auch akzeptieren. mhm, Aber ich denke schon, dass auch das Bewusstsein, das Allgemeine dazu mhm. geführt hat, dass in den letzten Jahren auch die Diagnostik Ja, vermehrt angestoßen ja, ist. Die Hausärzte haben sich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt. mhm, Und es sind Kliniken entstanden und Früherkennungssysteme ja, implementiert worden und auch früher vorgezogene Behandlung, wo immer drin die auch besteht, ja? Medikamentöse Behandlung hat ja da kommt ja sehr schnell an seine Grenzen. mhm, Und auch die primärpräventiven Medikamente, haben ja jetzt bei der mhm, Beurteilung durch das IQWiC und den gemeinsamen Bundesausschuss gar nicht gut abgeschnitten mhm, gegenüber dem Behandlungsstandard, den wir hier schon ja, ja, implementiert haben, muss man ja dazu sagen. mhm, Insofern sind die Möglichkeiten bei 'ner vorgezogenen Diagnose und das ist es ja, wenn ich jemanden 'n Früherkennungsprogramm schicke, wirklich wirksam zu behandeln, ja sehr limitiert. mhm, Das Einzige ist Verhalten ja, einstellen, 'n ja, Hilfesystem zu mhm, stabilisieren und ja, vorausschauend zu planen. ja, Das ist auch sehr wichtig und mhm, wertvoll. mhm, Und deswegen macht wahrscheinlich auch 'ne Demenzdiagnostik mhm, großen Sinn. Und ja, natürlich auch, ja, weil ich dann
sozialrechtliche Ansprüche habe und Mhm. Zugang zum System, zum Ja, ja, finanzierten ja. System, ne? Noch mal ein Stichwort zurück, Verhalten und Verhältnisse. Wenn Sie das abwägen müssten gegeneinander, was gibt den Ausschlag? Das individuelle Verhalten oder die gesellschaftlichen Verhältnisse Das in diesem individuelle Verhalten ist immer die Folge der Verhältnisse oder okay. mehrheitlich die Folge der Verhältnisse. Ja, Insofern ja, das ist die Antwort. Alles ist klar. das 'ne klare Antwort. Genau, ja. Was erwarten Sie sich von dem 30. August, von dem Laternenfest und dieser Auch interessante Impulse, vielleicht auch ja, kontrastive ja, Diskussion ja, und insgesamt Menschen, die auch Lebensfreude haben und ja, auch anderen zu zeigen, dass vielleicht auch mit Demenz noch große Freude mhm, empfunden werden kann und ja, Geborgenheit und ja, ja, eingebettet sein in die Gesellschaft. Also, so 'n positives ja, Bild auch zu vermitteln. Nicht nur defizitorientiert und das ist appellativ ja, und ja, es hat sondern tatsächlich auch 'ne Atmosphäre zu mhm, schaffen. mhm, Das erwarte ich eigentlich. gut. Dann erlaube ich mir Ihnen zu wünschen, dass sich das am 30. August so erfüllt und bedanke mich an der Stelle für herzlich fürs Gespräch. Ja, sehr Gut, gerne. gut. Danke.